Oh, die Sonne blendet mich. Guten Morgen. Ihr seht, meine Videos fangen gerade alle im Moment in der gleichen Ecke an. Was einfach daran liegt, dass der Rest meines Zimmers reines Chaos ist. Wie das eben so ist, wenn man plant, in ein paar Wochen auszuwandern. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ein Trainee im Bereich Data Analytics bei einem TV-Unternehmen mache. Dabei handelt es sich um Paramount. Zu meiner Arbeit will ich eigentlich nicht großartig was sagen, denn so spannend ist das nicht. Aber bei uns geht es jetzt auch langsam zurück ins Office, also hauptsächlich auch auf freiwilliger Basis. Ob das Ganze mit meinen Dänemark-Plänen vereinbar ist, wird sich vermutlich in den nächsten Tagen herausstellen. Aber diese Woche stehen jetzt erstmal so ein paar Events an. Heute ist auf jeden Fall der Welcome Back Day. Dementsprechend fahre ich jetzt mal ins Büro und schaue, was mich da erwartet. Also spielen wir es jetzt nochmal. Morgen! Guten Morgen! So, das Monatest habe ich schon dabei. Supi, danke. Wunderschöne, leere Schreibtische. Take on my passions with pain, but would you do the same? I'm going so insane, thinking about where you and I go. So, man sieht, hier ist schon ein bisschen was vorbereitet. Oh, vielleicht kann ich die Blumen später mit nach Hause nehmen. Snacks! Ja, das hier ist so Mittagsessensraum. Vielleicht erkennt ihr hier diese wunderschöne orangene Couch. Ich jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich habe kein Friends geguckt. Ja, ich habe hier gerade an der Rezeption diesen Voucher geholt. Da steht drauf, dass sie ein Geschenk für uns haben. Ups. Ich habe von meiner Kollegin schon erfahren, dass die Geschenke wohl aufgrund von Lieferengpässen noch nicht da sind. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was das sein wird. Und bin jetzt schon so 2, 3 Leuten hier im Office begegnet, die ich auch noch kenne von vor 2 Jahren, als ich hier als Werkstudentin gearbeitet habe. Ist schon irgendwie ganz lustig, auch so ein bisschen crazy, aber auch ganz schön. Aber ansonsten ist das Büro immer noch relativ leer. Jetzt werde ich auf jeden Fall auch erstmal eine Runde arbeiten. Like forever when you sit and think about it. I put my heart out on my sleeve, but I can't live without it. Baby, we can't keep melting like gelato. Too much time about to pull back out your condo. Oh, Acai Bowl! Ja? Ja. Okay. I scream, you scream, we can never play it fair. Thought you're on my team, don't you ever dare bench me, cause you know I'm your favorite player. If you wanna, we can take it there. Summer nights, you're my favorite girl. We can face the world, we stay up. Ja, das war besser. Glaube ich. Gestern bei unserem offiziellen Welcome Back Day waren nicht allzu viele Leute im Büro, deshalb habe ich dann auch nicht großartig weitergefilmt. Heute waren meine liebe Kollegin Linda Und die einzige? ja, heute waren meine liebe und einzige Kollegin Linda Heute waren meine liebe Kollegin Linda und ich dann nochmal im Büro, ausnahmsweise. Normalerweise treffen wir uns hier momentan nur einmal die Woche, weil nämlich heute, beziehungsweise jetzt gleich, die Welcome Back Rooftop Party stattfindet. Wir hatten ja ein bisschen Angst, dass das Ganze ins Wasser fällt, weil es nämlich vor knapp 2 Stunden noch wie aus Eimern geschüttet hat. Aber jetzt scheint irgendwie wieder die Sonne, also ganz weirdes Wetter heute.
Und ja, wir gehen jetzt gleich hoch und schauen mal, was uns da Schönes erwartet. Danke. Dankeschön. Repeats und Premieren? Doch. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Die Leute in den Häusern müssen früh raus, sie stehen auf. Wir kommen nach Haus, drückt den Schalter an der Wand und die Sonne ist am Start. Strahlt mit 60 Watt und hängt an einem Draht. Nur in der Nacht sind die Straßen mein Zuhause. Nur in der Nacht singt die ganze Stadt im Rausch. In der Nacht sieht man uns in den Ecken stehen. Nur in der Nacht es ist dunkel genug, um uns zu sehen. Um uns zu sehen. Lu, du bist sehr fotogen, ihr seid fotogen. Okay, jetzt tut irgendwas zusammen. Yeah. Okay. Okay, wunderschön. Okay. Irgendwie geht die Zeit gerade extrem schnell rum und in 1,5 Wochen werde ich jetzt schon nach Kopenhagen gehen. Es gibt mittlerweile auch ein paar News bezüglich meines Jobs und der Wohnung. Ein paar gute, ein paar nicht so gute. Fangen wir vielleicht erstmal mit den nicht so guten Neuigkeiten an. Und zwar hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich meine Wohnung zu Ende August gekündigt habe, allerdings jetzt schon Ende Juni raus möchte. Letztens kam dann auch endlich die Kündigungsbestätigung und wir konnten uns mit der zuständigen Person in Kontakt setzen. Heute kam dann allerdings die Mail, dass sie meine Nachmieteranfrage leider ablehnen muss, weil die Wohnung nach meinem Auszug saniert wird. Das war irgendwie erstmal so ein Schlag in die Fresse, weil mit sowas hätte ich nicht gerechnet. Ich hatte dann auch ein richtig schlechtes Gewissen dem potenziellen Nachmieter gegenüber, weil ich war mir halt eigentlich 100% sicher, naja, vielleicht nicht 100, aber sagen wir 89% sicher, dass er die Wohnung kriegen würde. Ja, dem musste ich dann eben sagen, dass es nicht geht. Aber der hat super gut reagiert, war jetzt nicht irgendwie böse auf mich oder sowas. Jetzt sind wir halt gerade noch am Überlegen, ob er vielleicht zur Zwischenmiete dann hier reingeht, um in der Zeit eben was Neues zu suchen. Das heißt natürlich auch, dass ich jetzt doch alle meine Möbel und so verkaufen muss. Es gibt ja auch eine gute Nachricht, und zwar was meinen Job angeht. Die Sache war ja die, dass mein Trainee-Gehalt jetzt nicht ausreicht, um in Kopenhagen über die Runden zu kommen. Im Endeffekt wurde mir jetzt quasi eine Art Beförderung angeboten, also dass ich ab Juli kein Trainee mehr bin, sondern Content Analyst.
und dementsprechend auch ein besseres Gehalt bekomme und eben auch komplett remote arbeiten kann. Das Ganze erstmal bis zum Jahresende und dann können wir gucken, wie gut das alles funktioniert. Das ist natürlich echt super, aber ja, mit der neuen Position kommen dann natürlich auch mehr Aufgaben und mehr Verantwortung auf mich zu. Und ich muss gestehen, mein Stresslevel ist gerade schon echt so, also gerade freue ich mich einfach drauf, wenn sich alles irgendwie erledigt und geklärt hat. Im Endeffekt kann ich mich aber nicht beschweren, weil es war ja meine Entscheidung, das Ganze jetzt so super spontan zu machen und ich würde sagen, dafür laufen die Dinge dann eigentlich doch ganz gut. Ach so, ich habe am Freitag außerdem auch noch ein Gespräch mit 2 Mädels, die auch aus Deutschland kommen und in meinem Alter sind, bei denen ab August ein WG-Zimmer frei ist und ja, an sich klingt alles ganz gut. Es ist vielleicht ein bisschen teurer, als ich es mir gewünscht hätte, aber dafür halt auch eine recht große Wohnung und sogar mit einem Hund und einer Katze und ich wollte schon immer ein Haustier haben. Dementsprechend, ja, mal schauen, wie das Gespräch läuft, aber davon werde ich euch dann sicherlich in einem der nächsten Vlogs erzählen. Jetzt gleich treffe ich mich noch mit ehemaligen Kollegen. Das machen wir irgendwie recht regelmäßig. Ich denke, so viel werde ich dann nicht mehr unbedingt mitfilmen. Und wenn ich heute Abend nach Hause komme, werde ich vermutlich einfach nur noch tot ins Bett fallen. Deshalb werde ich mich an dieser Stelle schon mal von euch verabschieden. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr natürlich auch gerne diesen Kanal abonnieren und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Um jetzt meine krassen Dänischkenntnisse auszupacken, wie ses?